und schaue und nehme genau die Konstellationen, die auch wirklich da zu finden sind, damit wir die energetische Komponente auf jeden Fall in unserem Leben integriert haben. Das Zweite, wir haben natürlich auch Techniken, die vielleicht auch für manche gar nicht so üblich sind oder die man normalerweise nicht kennt. Das heißt jetzt zum Beispiel auch für das Tierkreiszeichen, das ich für euch verwende, bedeutet, wir benutzen den Aszendenten und natürlich das Mondzeichen für die monatliche Prognose. Heißt nicht, dass wir in der vedischen Astrologie die Sonne oder das Sonnenzeichen nicht verwenden, aber für die Prognose ist es meiner Meinung nach sehr viel effektiver und sehr viel genauer. Deswegen in diesem Video sowie auch in anderen Videos immer schauen, wo habt ihr euren Mond oder euer Aszendentenzeichen stehen, damit ihr auch die richtige Prognose für euch nehmt. Wenn ihr das noch nicht wisst, ist es gar kein Problem. Dann geht ihr auf meine Seite susanne-hehmann.com. Dort findet ihr einen kostenfreien Astro-Calculator. Dort könnt ihr praktisch eure Daten eingeben und findet dann auch genau euer Mondzeichen oder euer Aszendentenzeichen und könnt damit auch die richtige Prognose für euch wählen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was der Monat August für uns alles bereithält. Wie ihr ja schon festgestellt habt, es geht diesen Monat, wir Schwaben sagen, es geht dagegen. Weil es heißt nämlich das, was ich auch schon zu Beginn des Jahres erklärt habe. Wir haben ja Pluto im Steinbock. Auch dazu viele Fragen immer wieder. Stimmt das überhaupt mit Pluto im Steinbock? Ja, wenn wir an den tatsächlichen Nachthimmel schauen, ist der Pluto erst im Steinbock und sonst gar nirgends. Und genau der bringt uns natürlich einfach diese große Transformation für die Gesellschaft noch mit. Das hatte ich Anfang des Jahres bereits schon erwähnt und genau das wird sich jetzt bemerkbar machen. Auch ganz wichtig, wir haben in diesem Monat Finsternissaison, das heißt, wir haben eine Sonnenfinsternis am 12., wir haben eine Mondfinsternis am 28. Das heißt, diesen Monat gibt es wirklich auch wieder bestimmte Punkte. Ich werde auch noch für die Finsternisse exakt ein Horoskop beziehungsweise ein Video machen. Ganz wichtig, Länder wie Spanien sind extrem davon betroffen, als auch Island, also die unter diesem Vorzeichen der Finsternisse besonders zu vermerken sind. Und wir haben natürlich diesen Monat auch noch andere Themen, Planeten wechseln, die Zeichen, wie zum Beispiel Mars, der wechselt bedeutet natürlich, jetzt haben wir Feuer unterm Dach. Davor war das alles noch eine gehemmte Energie, weil natürlich mit Mars im Stier, da ist alles ein bisschen behäbig, er steht nicht in seinen Würden, er tut sich schwer, sich durchzusetzen. Jetzt gibt es praktisch Luft ins Feuer und damit brennen die Energien nochmal ganz anders. Das heißt, auch zudem, dass natürlich Mars auch noch in das Nakshatra Ardra laufen wird. Das sind nochmal so kriegerische Extrapunkte, die wir bekommen. Nicht im Außen immer gleich denken, es fängt irgendwann ein Krieg an. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es hat praktisch die Konstellation, dass Mars als Planet des Krieges, was er einfach auch ist, ist der Kriegsgott im Horoskop, einfach ganz andere Frequenzen ansteuern wird. Der wird einfach sehr viel aktiver und es wird auch von uns viel, viel mehr Aktivität verlangt. Des Weiteren haben wir natürlich die Energie, dass praktisch auch die Venus aus dem Tierkreiszeichen Löwe herausläuft. Das bedeutet, das Kalasapa-Yoga löst sich auf. Das ist jetzt praktisch erstmal Geschichte und wird einfach nochmal eine ganz andere Frequenz freigelegt. Wir haben außerdem Rahu in Dhanishta. Das ist ein Mondhaus, ein Nakshatra, wo es viel um Innovationen geht und wo es viel um Erfindungen, aber auch die Gemeinschaft geht. Das heißt, es geht jetzt einfach ums Uns, nicht mehr nur ums Ich, was wir sowieso mit Keto in Makkah haben. Das ist ja eigentlich im Prinzip ein Narzisstenzeichen, was wir da momentan am nächtlichen Himmel haben. Und das zeigt sich auch bei ganz vielen Führungspersönlichkeiten beziehungsweise auch Präsidenten oder irgendwelchen Führungen in den Ländern, dass einfach die Hybris und der Narzissmus so unfassbar groß ist, dass man schon gar nicht mehr hingucken kann. Das gehört mit dazu. Das bedeutet, dass diese Energien jetzt ganz wichtig sind. Es geht um uns. Es geht um uns als Gemeinschaft und natürlich auch als Gesellschaft. Was der Saturn oder der Pluto im Steinbock, jetzt bin ich schon gleich ganz hier in Durcheinander, der Pluto im Steinbock natürlich auch eben sagt, es geht darum, dass wir unsere gesellschaftlichen Werte neu definieren, aber dazu müssen sie natürlich die alten Energien erstmal verlassen. Das kann natürlich auch unangenehm sein.
Saturn ist rückläufig in den Fischen, der Planet, der einfach auch die Energie des Wohlwollens, des Akzeptierens, was ist, einfach nochmal ganz genau ansteuert. Der befindet sich ja in Revati, wo wir ganz stark mit den Themen einverstanden sein, mit dem, was ist, uns miteinander zu beschäftigen haben. Und das ist natürlich schon auch eine gewisse Meisterschaftsenergie. Wir haben auch natürlich mit Neptun in den Fischen, und der ist natürlich nicht im Widder, so wie das oft in der momentan eben auch erzählt wird, am tatsächlichen Nachthimmel ist er in den Fischen. Und das bedeutet, die ganzen Geschichten, wo jetzt wirklich einfach auch noch gelogen wird, wo vielleicht auch übertrieben wird, wo bestimmte Dinge unter den Teppich gekehrt werden, die kommen natürlich mit Neptun in den Fischen jetzt einfach nach und nach oben. Wir können sie erkennen und wir müssen auch lernen, mit ihnen umzugehen. Sie gehen natürlich nicht weg. Aber das sind jetzt einfach die Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen. Genauso möchte es auch praktisch Saturn in den Fischen haben. Der ist allerdings rückläufig, bedeutet einfach, wir müssen auch noch mal nach innen schauen und wirklich schauen, wo für uns die richtigen oder ob für uns die richtigen Weichen wie gestellt sind, damit es auch wirklich funktionieren kann. Zudem ist natürlich Saturn in den Fischen nach wie vor noch ein Völkerwanderungsaspekt, was bedeutet, die Völkerwanderung von den einen nach Norden und von Norden nach Süden, von Ost nach West und umgekehrt, ist eine große Geschichte. Das heißt, die wird auch weiter vorhanden bleiben, die wird nicht weggehen und die wird auch in naher Zukunft noch nicht ganz vorbei sein. Das heißt aber mindestens noch ein ganzes Jahr, wo wirklich diese Energien laufen und damit müssen wir klarkommen. Das heißt also, das ist einfach eine Energie, die für uns wichtig ist. Die richtigen Orte sprechen wir natürlich jetzt in diesem Video nicht an. Da werde ich dazu jetzt demnächst einfach auch noch mal ein Live machen, denn ich habe immer wieder in meinen Beratungen festgestellt, da machen Menschen wirklich das ganze Leben bestimmte Themen richtig und du stellst einfach irgendwann fest oder sie erkennen irgendwann aufgrund von der Astrokartografie mit den vedischen Komponenten, ich habe einfach am falschen Ort gelebt und zack, innerhalb von Tagen, meine Lieben, kann sich ein Leben von 0 auf 100% in eine ganz andere Richtung praktisch bewegen. Das erlebe ich wirklich jeden Tag. Von dem her kann ich euch nur empfehlen, holt euch die Qualität und die Energie des richtigen Ortes, weil nur dann habt ihr wirklich nicht nur einfach die richtigen Qualitäten in eurem Horoskop drin, sondern könnt die auch am richtigen Ort auf der Welt aussteuern. Und wir gucken uns jetzt praktisch Stück für Stück, Zeichen für Zeichen, jedes einzelne Tierkreiszeichen an, damit ihr wisst, was für euch im August ansteht. Aszendent oder dein Mondzeichen jetzt im Tierkreiszeichen der Waage steht, dann ist dieser Monat wirklich das Allerwichtigste. Es geht um den Beruf, um nichts anderes. Es geht um berufliche Veränderungen, es geht um Neustart, es geht um Durchstarten, es geht praktisch darum, Dinge endlich in die Hand zu nehmen, nochmal neu einzutakten, auch Veränderungen zu integrieren. Es ist ein wirklicher Neustart und die Karriere wird komplett neu ausgerichtet. Das heißt nicht, dass die Karriere einem anderen Thema folgen muss, aber sie bekommt praktisch einen neuen Booster. Es gibt Unternehmungen, die Veränderungen erfahren dürfen. Es gibt vielleicht auch einen Wechsel im Team oder in den Vorgesetzten. Es gibt neue berufliche Chancen. Und es ist wirklich so, dass praktisch die Berufung das Allerwichtigste ist in diesem Monat bei dir, wenn dein Aszendent oder dein Mondzeichen jetzt im Tierkreiszeichen der Waage steht. Wichtig auch nochmal ganz klar diesen Monat Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Oder eben auch, je nachdem, in welcher Position du eben in deinem beruflichen Dasein stehst, dass die Möglichkeit an Lehren, Unterrichten oder eben auch Kurse neu aufsetzen, ist auch eine Möglichkeit, die in diesem Monat wächst und für wirklich auch ganz, ganz wichtig ist und unter einem sehr guten Stand steht. Es geht praktisch voran. Das, was du vielleicht immer versucht hast, mal anzuschieben und bisher war das Stocken und das ging einfach nicht weiter, ist jetzt aber endlich praktisch da. Das heißt Neustart, nochmal praktisch neuer Booster und es geht in die richtige Richtung weiter. Du wirst auch plötzlich Unterstützung aus der Familie bekommen. Auch das ist vielleicht für die Waagegeborene mal etwas Neues. Die waren nämlich bisher auch immer als Einzelkämpfer unterwegs, obwohl sie das eigentlich gar nicht so gern machen. Sie sind eigentlich ein Team oder möchten eigentlich ganz gerne auch ein Du bei der Arbeit haben. Aber es war halt immer keiner da und es hat sich keiner bereit erklärt. Das kann sich in diesem Monat ändern. Also ganz wichtig, die Familie unterstützt dich und plötzlich hast du dann auch mehr Motivation, deine eigene innere oder persönliche Entwicklung wirklich voranzuschieben. Die Finanzen
sind einfach gut. Das heißt, jetzt sind die Karrierechancen einfach da. Es kann alles wachsen. Es geht in die richtige Richtung. Die neuen Projekte werfen auch etwas ab. Und es gibt auch langfristige Planungen, die endlich für dich auch mal möglich sind, dass du wirklich auch Themen für einen längeren Zeitraum für dich einfach voranbringst. Beziehung ist natürlich so eine Geschichte. Da sind ein paar so, ich sage jetzt mal Stolperkieselsteinchen drin, nichts Dramatisches, aber man hat einfach gerade momentan einfach gar keine Zeit dafür. Das heißt, der Partner muss vielleicht einfach ein Stück weit zurückstecken und das ist natürlich auch nicht immer angenehm. Aber es ist nicht so, dass es ein Problem wird. Trotzdem, wir haben natürlich auch in diesem Monat dieses Mondhaus Dhanishta, was einfach auch so ein Stück weit dir die Thematik des Missverstandenwerdens in der Partnerschaft oder auch, dass die Partnerschaft nicht der totale Fokus ist mit dabei, kann die Wagen jetzt betreffen, muss aber nicht in einer unbedingt schwierigen Energie sein. Wichtig ist auch, dass du deine mentale Balance weiterhin gut betrachtest und auch pflegst, denn wenn die Gedanken auf der richtigen Ebene sind, dann kann dir in dem Monat gar nichts passieren. Dann flutscht es einfach nur so durch. Aber hier oben, im Oberstübchen, da müssen wir klar bleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen ganz gesegneten August. Ihr seht schon, es wird Durchbruchskonstellationen geben, weil manchmal kann auch etwas zusammenbrechen. Aber wir müssen uns einfach um unsere Themen kümmern. Ganz wichtig, ich freue mich auf ein Like für dieses Video. Teilt das Video, hypt es einfach auch und gebt mir einfach auch sehr gerne Kommentare, was euch in diesem Bereich noch interessiert. Und dann freue ich mich auf die nächste Konstellation, auf das nächste Video und wenn ihr wieder einschaltet bei den Geheimnissen der vedischen Astrologie und mit mir, Susanne Seemann.